Wer von euch hatte ein Poster von einem Star im Zimmer hängen? Oder war schon mal auf einem Konzert? Oder hat sich Merch gekauft, um jemanden zu supporten? Vielleicht sogar einen Fan-Account erstellt, der regelmäßig Updates zu einem Star postet? Schon mal Beef mit jemandem gehabt, weil jemand etwas gegen die Musik von deinem Idol gesagt hat? Vielleicht ging diese Person ein bisschen zu weit und deswegen hattest du keine Wahl und musstest ihre private Adresse veröffentlichen und die gesamte Fan-Community auf diese Person losschicken, damit es nicht nochmal passiert? Ich fange nochmal an. Fan von etwas oder jemandem zu sein, kann eigentlich etwas sehr Schönes und Bereicherndes sein. Fans heizen auf jeden Fall Diskussionen an. Ich meine, diese ganzen Videos gäbe es auf unserem Kanal gar nicht, wenn die Fans nicht wären. Und ja, ich muss zugeben, immer wenn ich über bestimmte Künstlerinnen oder Künstler rede, habe ich die Fans im Hinterkopf. Und bevor jetzt alle Swifties in unseren Kommentaren abhaten, ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, ohne Talent wäre sie sicher nicht da, wo sie jetzt ist. Vielleicht habe ich ein bisschen Angst vor euch, aber es hat einen Grund. Immer mehr Menschen reden in letzter Zeit über toxische Fans oder ganze Fan-Communities. Diskussionen, die ausarten, Stimmungen, die kippen, Stars, die sich damit unwohl fühlen und einschreiten, bis hin zu Übergriffen im echten Leben. Und vor kurzem ist auch die Horror-Thriller-Serie Swarm, auf Deutsch Bienenschwarm, rausgekommen. Hier wird toxische Fankultur auf eine sehr extreme Art und Weise dargestellt und es gibt ein paar richtig offensichtliche Anspielungen auf Stars und ihre Fans im echten Leben. Ihr habt uns deswegen auch schon mal geschrieben, deswegen wollte ich mir das alles mal genauer anschauen und die Fragen klären, warum wird man überhaupt Fan? Welche extremen Fälle gibt es wirklich? Ab wann werden Fans toxisch? Nicht nur für die Stars, sondern auch für sich selbst. Und was davon sollten wir vielleicht auch mal überdenken und hinterfragen. Also an alle Swifties, Beliebers, Little Monsters und Brustrausis da draußen und alle anderen, let's go. Brustrausis? Nee, das lassen wir lieber, glaube ich. Erstmal sollten wir klären, was ist überhaupt ein Fan und wie wurden daraus richtige Fandoms. Anscheinend gibt es Fans mindestens seit der Antike. Es gab schon Anhängerschaften von Wagenlenkern im alten Rom. Aber über die Entstehung vom Begriff sind sich Sprachforschende gar nicht mal so einig. Die einen sagen, dass das die Verkürzung vom Wort Fanatic ist. Die anderen sagen, nicht jeder ist direkt ein Fanatiker oder eine Fanatikerin und vermuten, dass es eher vom englischen Wort to fancy kommen könnte. Fancy. To fancy. I fancy you. Fandoms gibt's schon so seit 1900. Da war es aber noch ein ziemliches Nischenphänomen für Menschen, die sich selbst zu einer bestimmten Community gezählt haben. Und ab so 2010 ist das dann im Mainstream angekommen. Hier hat das Marvel-Universum einen sehr großen Teil dazu beigetragen und über die Zeit wurde aus einer Nische eine sehr intensive Form von Konsum und Superhelden wurden zu einem wichtigen Teil der Popkultur. Vor allem dank Social-Media-Plattformen wie Tumblr oder Twitter wurden Fan-Communities und Fan-Identitäten immer weiter verstärkt und so immer größer. Die riesigen Fan-Communities von Bands wie One Direction oder BTS haben dann auch dazu beigetragen, dass sich das Bild von Fans gewandelt hat, weg von den kreischenden Teenie-Girls, die man nicht wirklich ernst genommen hat, hin zu einem positiveren Bild von Fans, die auch aktiv sind, für Dinge einstehen und was bewegen wollen und können. Was und wie genau, da komme ich später nochmal drauf zurück. 3 Sachen machen einen Fan vor allem aus. Erstens, eine soziale Beziehung. Also zum Beispiel, ein Fußballfan geht ins Stadion und wird so Teil davon. Ist mehr oder weniger für jeden zugänglich. Zweitens, dass man überdurchschnittlich viel Emotion und Leidenschaft für etwas oder jemanden hat. Also, dass man etwas spürt, versteht ihr? I feel it. Und drittens, dass man in das Fanobjekt investiert, das gehört auch dazu, egal ob es um Zeit geht oder wie in den meisten Fällen um Geld. Ich sage jetzt eine Sache, von der ich nie gedacht habe, dass ich sie jemals im Internet erzählen werde, aber ich war zusammen mit meiner besten Freundin als Kind zum Beispiel Fan von den Olsen Twins und später dann auch Tokyo Hotel Fan und noch schlimmer, ich habe alle Twilight-Bücher gelesen. Tokyo Hotel, das ist ja jetzt fast wieder... Ist eigentlich wieder okay, ne? Okay. Tokyo Hotel ist eigentlich wieder okay. Okay. Ihr könnt jetzt aber offiziell judgen, wenn ihr wollt, das ist okay. Ich habe es vielleicht verdient, aber als Teenie hat mir und meinen Freunden das auf jeden Fall was gegeben, okay? Wir haben darüber geredet, gebondet und vielleicht auch so ein bisschen geschwärmt. Laut Therapeutin Julia vom Psychologie-Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR ist es auch sehr normal, dass man sich in der Zeit für sowas interessiert. In der Regel ist es so, dass wir im Jugendalter Fans werden und sich das eigentlich auch so mit dem Erwachsenwerden dann so langsam ausschleicht. Zum einen hat es damit zu tun, dass wir uns von unserem Elternhaus so ein bisschen distanzieren, dass wir so, ja, vielleicht sogar rebellieren und uns neuen Vorbildern widmen und neuen Gemeinschaften, ja, ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl und uns eben versuchen auch zu finden. Und da passiert es eben schnell mal, dass wir Fans werden, dass wir mit FreundInnen beispielsweise uns für ein Thema interessieren und das auch so ein Thema wird der Clique vielleicht sogar, dass man da neue Sachen immer wieder sucht und vielleicht auf Konzerte geht oder zu Sportspielen. Kleiner Funfact, das Tokyo Hotel Konzert war die mit Abstand schlimmste Konzerterfahrung meines Lebens. Ich wurde fast zerquetscht von den anderen kreischenden Teenie-Girls, musste aus der Menge rausgezogen werden, habe alle meine Freundinnen das ganze Konzert lang verloren. Es war super beängstigend und ich war danach auf jeden Fall kein Tokyo Hotel Fan mehr. Was?
Was bist du denn für ein Fan? Ich hatte auch Titus und so mehrere Tage. Das war mir ein bisschen zu hart. Mimöschen. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, wie extrem Fan-Communities sein können und genau das treibt die Serie Swarm auf die Spitze und vermischt es mit der Realität. Ich versuch's mal spoilerfrei, aber ein paar der Dinge muss ich trotzdem zu der Serie schon erwähnen und auch zeigen. In der Serie geht es um Dre. Sie ist ein absoluter Superfan von der Sängerin Nyjah. Sie ist für sie die beste Sängerin der Welt, für die sie alles tun würde. Sie hat einen Twitter-Account und ich sag mal, duldet es nicht, wenn irgendjemand was gegen ihre Lieblingssängerin sagt, auch wenn es nur online ist. Sie gerät total in Ekstase, wenn sie in die Nähe von ihr kommt und findet in dieser Community Halt. Und jede Folge beginnt mit diesem Disclaimer. Das ist keine Fiktion, jede Ähnlichkeit mit echten lebenden oder toten Personen oder tatsächlichen Ereignissen ist beabsichtigt. Und ja, nicht nur der Name, sondern auch ganz viele andere Situationen spielen da ziemlich krass auf eine echte Fan-Community an. Den Beehive, also die Fans von Beyoncé. In dem Film beißt die Hauptfigur Dre zum Beispiel ihre Lieblingssängerin, weil sie völlig in Ekstase ist. Und ja, sowas Ähnliches ist bei Beyoncé auch passiert. Aber das Spannende hier ist, die Serie hat Janine Neighbor zusammen mit Donald Glover kreiert, der ja auch ein Künstler und Musiker ist mit einer eigenen Fanbase. Das heißt, er hat auch seine eigenen Erfahrungen einfließen lassen. Sie sagen außerdem, dass sie echte Ereignisse zwischen 2016 und 2018 recherchiert und einbezogen haben. Also sie haben echte Internetgerüchte, echte Mordfälle genommen und die mit der Hauptfigur kombiniert. Nicht viel davon ist erfunden, laut ihnen. Aber es geht wohl nicht nur um Beyoncé und ihre Fans. Es kann an alle möglichen Communities erinnern, wie die Barbs oder die Swifties, die Fanbases von Nicki Minaj oder Taylor Swift. Und tatsächlich erinnern mich manche Stellen an echte Fan-Communities. In der Serie sieht man zum Beispiel, wie sich die Hauptfigur immer und immer wieder für Konzerttickets verschuldet. Und es gibt schon, auch wenn das sehr extreme Fälle sind, Fans, die wirklich wahnsinnig viel Geld für Merch, Tickets und alles Mögliche von ihrem Lieblingsstar ausgeben. How much do you think you've spent on all of this stuff I've just seen? Oh my goodness. I don't know, maybe 100,000. Hier geht es übrigens um australische Dollar, was trotzdem immer noch sehr viel Geld ist. In Reddit-Beiträgen spricht ein K-Pop-Fan zum Beispiel davon, wie er das Fandom wahrgenommen hat und sagt, dass er von 25-Jährigen mitbekommen hat, die sagen, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können und zurück zu den Eltern ziehen müssen, sich aber trotzdem Konzerttickets kaufen. Und diese Aussage zum Beispiel: Scheiß auf die Hater, okay? Ja, Nyjah ist unsere Königin und wir müssen sie beschützen, egal was es kostet. Auch wenn nicht ganz so ernst gemeint wie in der Serie, findet man ungefähr zu jedem Star, den es so gibt. Und dieser Satz zu der Fan-Community von der Sängerin Nyjah: Eine Killerbiene. Ein Teil des Schwarms. Wer über Nyjah redet, wird gestochen. Den gibt es, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, ziemlich genau so von Beyoncé-Fans. A killer bee is me. I'm a killer bee. I'm one of those people that will probably, you know, things will get personal. I definitely have turned into a killer bee a time or two. You come for us, we will sting you. Und wo dann Fiktion und Realität aufeinander getroffen sind, war, als in der Serie dieser Artikel eingeblendet wurde, weil der Superfan Dre auf die Bühne von ihrer Lieblingssängerin geklettert ist. Im echten Leben gibt es zum Beispiel diesen Artikel, in dem es darum geht, wie ein Mann auf die Bühne von einem Beyoncé- und Jay-Z-Konzert klettert. Und noch krasser, genau dieses Video, das in der Serie zu sehen war, gibt es in Wirklichkeit. Ist also tatsächlich so passiert. Und es gibt übrigens einige Compilations zu ähnlichen Situationen bei anderen Künstlerinnen und Künstlern. Das ist ja alles schon nicht ganz ohne, aber es geht noch ein ganzes Stück krasser. Und das nicht nur in der Serie, sondern auch im echten Leben. Bevor jetzt das Bild entsteht, dass super viele Fans Grenzen überschreiten und für ihre Stars alles geben, so ist es natürlich nicht. Eine Studie der FU Berlin bestätigt, es sind weniger als 10% der Fans, bei denen es extrem wird. Aber natürlich kann es extrem schlimm werden, weil beim Fansein die Emotionalität so eine ganz große Rolle spielt. Ja, die Hormone spielen da so ein bisschen verrückt, also eigentlich wie wenn man verliebt wäre. Wenn ich zum Beispiel mein gesamtes Geld, meine gesamte Freizeit in das Fansein investiere, dann könnte das schon so ein erster Hinweis darauf sein, dass es nicht mehr so ganz gesund ist, wenn man zum Beispiel eine Band monatelang hinterherreist, monatelang vor Stores campt, um irgendwas Besonderes zu bekommen von der Band. Und auch dann, wenn man beispielsweise den Freundeskreis komplett umsortiert. Also wenn man zum Beispiel im alten Freundeskreis überhaupt gar keine Kontakte mehr hat, könnte das auch so ein Hinweis sein. Manchmal eben auch dann, wenn Menschen, die jetzt kein Fan sind, etwas Negatives über das Fansein sagen oder über das Fanobjekt,
dass man dann aussortiert. Deswegen sollten wir hier unterscheiden und genauer auf ein paar der extremeren Stans schauen. Das bezeichnet übrigens einen sehr hingebungsvollen und im schlimmsten Fall besessenen Fan von einem speziellen Star. Übrigens ein Begriff, den Eminem mit seinem gleichnamigen Song im Jahr 2000 geprägt hat. Daran merkt man auch, diese Art von Menschen gab es schon immer. Aber vor allem 2020, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wo alle so ein bisschen mehr online waren als sowieso schon, könnte das Ganze noch ein bisschen verstärkt haben. Hier wurde das zum Beispiel auch als das Jahr der Stans bezeichnet. Stans feuern ihre Idole nicht nur an, sondern sie verteidigen sie auch. Als in der Serie Swarm eine Person etwas Kritisches zu der Sängerin gesagt hat, ging es so weit, dass die Fans den Wohnort der Person ausfindig gemacht und veröffentlicht haben. Und auch das ist schon etwas, was mehrere Male im echten Leben passiert ist. Weil ein Journalist Taylor Swifts Album eine 8 von 10 gegeben hat, wurde er und sein Artikel auf Twitter nicht nur zerrissen, sondern er wurde auch aufgefordert, sich umzubringen und seine Adresse wurde veröffentlicht. Und das war übrigens nicht mal der erste oder einzige Journalist, der was gegen Taylor gesagt hat und dann dafür mega einstecken musste. They sent me some death threats. They tried to get me fired from my job. And they also trawled through my tweets to see if I'd said anything problematic. What's it feel like to be targeted by the fandom? Not great. It's actually really unnerving. You're inundated with the hatred that they have, and that becomes your whole timelines. And it's really scary. Like, you don't know where it's going to end. Und auch die Adressen der Stars wurden schon mal von den Fans veröffentlicht und die von anderen Fans auch. I posted I got Taylor-related number plates, for example, and the person got up the information about my car and posted that online, and then they threatened to come here and steal what I had and throw it out into the ocean. I didn't sleep for a couple of nights after that particular message. Why? Ich verstehe es nicht. Das nennt sich übrigens Doxing und ist seit 2021 illegal. Dass es aber in der Praxis gar nicht so einfach ist, das zur Anzeige zu bringen, das hat sich der Kanal Ultraviolet Stories in dieser Reportage angeschaut. Fakt ist, das ist mehr als ein harmloser Streich. Und klar weiß man nicht, ob hinter diesen Accounts wirklich gefährliche Menschen stecken, aber wenn private Informationen einmal öffentlich zu finden sind, ist es unmöglich, die wieder privat zu machen. Und man kann einfach nicht wissen, wie ernst es werden kann und ob es nicht im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Da würde theoretisch auch etwas harmloseres als Doxing reichen. In diesem Video erzählt eine BuzzFeed-Redakteurin, dass sie von Beyoncé-Fans wegen eines Panda-Artikels, wo sie Beyoncé drauf geshoppt hat, no joke, online angegriffen wurde, bei dem die Fans etwas falsch verstanden haben. There were so many people willing to tell a stranger to die or kill themselves over what was ultimately a misunderstanding. Sie sagt, sie war 26 zu dem Zeitpunkt und hatte eine dicke Haut, aber was wenn nicht? Was wenn sie 12 gewesen wäre zum Beispiel? Mich kann Social Media an einem guten Tag abfacken. Was, wenn die Person, die es liest, einen sehr schlechten hat? Dann könnte das ziemlich tragisch enden. Und genau diese Stan-Kultur ist das, was so oft als toxisch bezeichnet wird und perfekt zeigt, wie Gruppendenken gefährliche Auswirkungen haben kann auf das echte Leben. Ich habe bei der Recherche so viele verschiedene Fälle gefunden, bei denen sich Fans super kritisch verhalten haben, dass ich locker ein 2-Stunden-Video darüber machen könnte. Also hier ist safe nicht alles drin. Ich rede hier übrigens nicht von konstruktiven, kritischen Posts oder Tweets, Nachrichten oder Bewertungen. Das ist eine komplett andere Sache und völlig legitim. Es geht eher darum, dass Co-Regisseure die Fans zurechtweisen, weil sie zu aggressiv werden, wenn der Film nicht die Anerkennung bekommt, die er in ihren Augen verdient hat. Serienadaptionen von Spielen, die in Hass, Todesdrohungen und Review-Bombing ausufern. Fans, die einen 18-jährigen Schauspieler dazu gebracht haben, sich zu outen, nachdem sie ihm Queerbaiting vorgeworfen haben. Er hat in einer Netflix-Serie einen queeren Charakter gespielt. Bis hin zu rassistischen und sexistischen Backlashes, die Schauspielerinnen und Schauspieler von verschiedensten Filmen und Serien, meistens Remakes, abbekommen. Und ich habe noch nicht mal über die wahrscheinlich intensivsten Fan-Communities gesprochen, die K-Pop-Fans. Denn die haben auch einen Ruf, der ihnen so ein bisschen vorausgeht. I don't think it was their best. Like, it's not bad, but it's just not their best. Oh. You! Me! You're ugly! You're disgustingly ugly! Hängt unter anderem vielleicht damit zusammen, dass Twitter voll ist von K-Pop-Posts, teilweise auch unter Beiträgen, bei denen es überhaupt nicht darum geht und auch nicht wirklich angebracht ist, sie zu erwähnen. Das ist gefühlt nochmal ein komplett eigenes Thema, deswegen wie extrem krass hier die Fans organisiert sind und wie tragisch manche Fälle auch geendet sind, das könnt ihr hier in diesen Videos gut sehen. Und ich habe mich einfach nur gefragt, warum? Also was bringt eine Person dazu, aus eigentlich positiven Gefühlen für ein Produkt oder eine Person solche Dinge zu sagen, zu schreiben oder zu tun? Bei der Seite Very Well Mind, bei der sich ExpertInnen mit mentaler Gesundheit beschäftigen, wird das so erklärt. Fans sind nicht nur persönlich, sondern auch in der Community so investiert, dass sie alles, was damit einhergeht, verteidigen wollen.
Sowohl ein Star als auch die Community zum Beispiel. Sie sehen es also als Erweiterung von sich selbst und fühlen sich in ihrer Identität bedroht, wenn jemand was dagegen sagt. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man denkt, ihr habt meine Kindheit ruiniert mit dieser Neuverfilmung. Nein. Ich kenne das zum Beispiel bei den SpongeBob 3D Remakes. In so einem Fall geht die Verbindung zum Fanobjekt über die aktuelle Beziehung hinaus zurück zu diesen prägenden Jahren. Und dann fließt da persönliche Geschichte und auch Erinnerung mit rein. Wenn das jetzt geändert oder wiederbelebt wird, dann gibt es da eine Trennung zwischen dem vergangenen und dem aktuellen Ich. Man macht das dann auf so eine Art, um seine Identität zu schützen. Ein anderer Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, ist, wenn die Community zu einem wichtigen Support-System geworden ist. Diese YouTuberin erklärt hier, wie sie einmal ziemlich viel Hate abbekommen hat und dann mit einem Troll ins Gespräch gekommen ist und von ihm wissen wollte, wieso er ihr gemeine Sachen schreibt. Er sagt, er war Teil einer Discord-Fanbase, wollte nicht ausgeschlossen werden und hat einfach mitgemacht, weil er sonst kaum Freunde hat und sich oft einsam fühlt. Ich wollte von Julia wissen, wie man am besten damit umgehen kann, wenn man merkt, dass man selbst oder jemand, den man kennt, vielleicht so ein bisschen zu tief in diesem Fan-Dasein drin ist. Es ist natürlich nicht so einfach, wenn man jetzt in diesem Fan-Sein, in dieser Community vielleicht auch drin verankert ist und jetzt das Gefühl hat, es ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann verliere ich ja vielleicht auch einen Halt innerhalb der Fangemeinde. Aber wenn man das Gefühl hat, boah, es ist jetzt vielleicht doch ein bisschen krass geworden in letzter Zeit, dann sich da mal selber reflektieren ist wirklich der erste Schritt. Und wenn man das Gefühl hat, man braucht da vielleicht sogar Hilfe, dann unbedingt sich jemandem anvertrauen. Vielleicht einer guten Freundin oder einem Kumpel oder vielleicht auch den Eltern. Und es gibt auch Beratungseinrichtungen, die speziell auf Fans oder auf ähnliche Communities sich spezialisiert haben, wo man Hilfe holen kann. Zum Schluss habe ich mich gefragt, ob Stars für ihre Fan-Communities eine gewisse Verantwortung tragen, wenn die in ihrem Namen Grenzen überschreiten. Da sind sich selbst die Fans von Beyoncé zum Beispiel gar nicht mal so einig. You're responsible for your own actions. It's not her job to control what comes out of other people's mouths. When you're a public figure, you have a moral obligation to stand up for what's right for the people that are following you. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt, denn es gibt Stars, die das gemacht haben. Zuletzt zum Beispiel Selena Gomez. Sie hat sich zu dem ganzen Drama rund um Hailey Bieber geäußert und gesagt, dass es ihr zu weit geht und sie nicht dafür steht, dass man Todesdrohungen verschickt. Schwierig finde ich es persönlich, wenn man nicht nur nichts wirklich dazu sagt, sondern auch weiß, wozu die Community fähig ist und sie dann quasi auffordert, etwas zu tun. Dann darf man sich halt nicht wundern, wenn das ausartet, meiner Meinung nach. Am Ende muss ich nochmal betonen, ja, es gibt diese Extremfälle und die muss man ernst nehmen, aber sie repräsentieren in den allermeisten Fällen nicht das gesamte Fandom und meistens auch nicht die Person, von der sie Fan sind. Die Seite WordTips ist ein Tool zum Entschlüsseln von Wörtern und die haben mal verschiedene Fanbases auf Twitter anhand ihrer Sprache und der Worte, die sie verwenden, analysiert, im Rahmen eines Forschungsprojektes und haben hier super spannende Sachen herausgefunden. Unter anderem, dass die freundlichsten Fanbases doppelt so positiv sind wie die negativen bzw. toxischen Fanbases. An der Spitze der positiven Fanbases übrigens One Direction, wobei sie leider auch gleichzeitig Platz 5 der negativen Fanbases sind. Anyways. Ihr seid zwar sehr nett, aber auch sehr scheiße. Sehr scheiße. In jedem Fall, Fans nutzen diese Positivität auch, um teilweise richtig große Dinge zu erreichen. 2020 haben BTS und ihr Record-Label $1 Million für die Black Lives Matter-Kampagne gespendet. In nur ungefähr einem Tag haben ihre Fans den Betrag verdoppelt. Politisch haben sie auch schon mehrmals mitgemischt, bestimmte Hashtags überschwemmt zum Beispiel, Sitze für politische Rallyes reserviert, nur um dann nicht zu kommen und sie leer zu lassen. Oder nach Problemen beim Verkauf von Tickets haben Swifties dafür gesorgt, dass der Anbieter im Kongress aussagen musste. Heißt, sie könnten sogar die US-Gesetzgebung beeinflussen. Das funktioniert alles so gut, weil ihre Netzwerke genau darauf ausgelegt sind, sich so großflächig zu organisieren. Also eine krasse Macht, die Fans da haben, die man nicht unterschätzen sollte und mit der sie unbedingt verantwortungsvoll umgehen müssen. Um abschließend nochmal auf die Serie Swarm zurückzukommen. Man kann von ihr halten, was man will, aber sie hat es geschafft, dass ich an einigen Stellen nicht klar sagen konnte, was echt ist und was nicht. Sie hinterfragt auf ihre Art Obsession und Fandoms und ich finde, dafür muss es gar nicht erst so extrem werden. Es ist ein sehr guter Anlass, um mal zu checken, wie unsere Beziehung zu manchen Stars eigentlich so ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr selbst Fan wart oder immer noch seid und wie weit das bei euch so geht. Ich als Animal Crossing Fan oute mich jetzt auch mal an dieser Stelle und bin sehr gespannt, was ihr so sagt. Lach nicht. Hier kommt ihr zum Video darüber, warum Lästern eigentlich so einen schlechten Ruf hat und hier kommt ihr zum Psychologie-Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat und dann freue ich mich beim nächsten Mal, euch wiederzusehen. Bye! Bist du jetzt rot hinten raus? Wegen Animal Crossing. Ja, scheinbar.